daran anknüpfend wird jetzt der Herr Dr. Meyer einen kleinen Überblick über die aktuelle Marktsituation geben. Was gibt es denn auf dem Markt für Tools, die vielleicht versuchen, diese Trends momentan zu tackeln und abzubilden? Dann würde ich das Wort auch wieder übergeben. Herr Dr. Meyer, Prima. Stage is yours. Wunderbaren guten Morgen in die Runde und auch in alle, die zugeschaltet sind. Ihnen entgeht hier der Blick aus 100 Meter Höhe. Wir sind etwa 100 Meter südlich von Microsoft, insofern nah dran an dem Thema, über das wir heute sprechen. Und auch ich möchte meinen Vortrag in die Richtung bringen, die schon Microsoft fokussiert ist. Das heißt, wir schauen auf den Markt für Projektmanagement-Tools, aber mit einer ganz klaren Brille aus der Microsoft-Perspektive, aus der Frage, wie positioniert sich eigentlich dieses Produkt oder wie steht es in Relation? Wir könnten Tage, Wochen, Monate, was auch immer über die verschiedenen Tools sprechen, aber wir werden heute eher gucken, so in generell, wo ist der Markt positioniert und wie steht Microsoft da drin? Was zeichnet das Produkt aus? Was macht es besonders? Vielleicht ganz kurz zu mir, dass Sie meinen Hintergrund kennen. Ich bin von Haus aus Ingenieur, Bauingenieur, habe einige Zeit in der Bauprojektsteuerung gearbeitet, bin da auch immer schon so ein bisschen in die Organisation der Informationen über die Bauprojekte gekommen, habe das am IPMI, am Institut für Projektmanagement und Innovation der Universität Bremen dann nochmal vertieft, mich da stark mit dem Thema der Projektmanagement-Software, der Projektportfolio-Management-Software befasst und das dann in die Beratung gebracht. Das tue ich heute noch zum Teil mit der Prometicon. Und wir fokussieren uns stark auf Projektmanagement, auf Projektportfolio-Management, auf die zugehörigen Prozesse, auch auf die Organisation, auf die Entwicklung projektorientierter Organisationen. Und dazu gehören auch Tools. Deswegen betreiben wir auch eine Marktstudie dazu, aus der ich dann heute ein bisschen was berichte und in der wir selbstverständlich auch die Microsoft-Produkte immer beobachten. Als Aspekt dazu vielleicht das Programm für heute. Also einmal kurz so ein bisschen über den Markt, Stand, Trend, wo stehen wir? Ganz klar aber auch auf Microsofts Position nochmal gucken und dann würde ich ganz gerne noch ein paar Worte darüber verlieren, wie man erfolgreich denn auch ein solches Tool einführt, egal ob das jetzt monolithisch ist oder modular. Am Ende geht es darum, Prozesse zu entwickeln und Organisationen, Mitglieder dieser Organisation, Teammitglieder, Projektleitung etc. zu befähigen, die Projekte erfolgreich zu machen. Fangen wir mit einem kurzen Blick an über diese Marktsituation, Stand und Trend. Wenn Sie so auf so einen Markt gucken, dann haben Sie da aus der Vogelperspektive jede Menge Chaos, jede Menge verschiedene Anbieter. Ja, alle bieten Ihnen irgendwie was an. Manches ist ähnlich, manches ist komplett anders. Manches ist extrem gesund, anderes könnte Sie krank machen in größerer Menge, wenn Sie es konsumieren. Es liegt jetzt an Ihnen auszuwählen, wenn Sie auf den Markt gehen, was will ich da eigentlich? Sie werden nicht an jedem Stand vorbeigehen und einmal das Sortiment erwerben. Und Sie werden vielleicht auch den einen Stand ansteuern, den anderen vermeiden. Und das tun Sie, weil Sie sich überlegt haben, was Sie brauchen, wenn Sie einkaufen gehen. Und dementsprechend werfen wir jetzt mal so einen High-Level-Blick auf Aspekte, die man beobachten kann, wenn man sich den allgemeinen Rahmen anguckt. Was ist der Rahmen für PM-Software? Wir gucken uns in der Regel Tools an, die integriert Projektmanagement und Projektportfolio-Management anbieten. Das heißt, die irgendwo eine Lösung bieten, wo ich die Verbindung schaffen kann zwischen den einzelnen Projekten und dem gesamten Portfolio. Sie werden jede Menge Task-Management-Tools finden auf dem Markt, mit denen man auch Projekte machen kann. Das ist so ein Niveau, das ist sehr nützlich, das ist für den Arbeitsplatz extrem nützlich, aber das ist eben nicht das, wo Sie unternehmensweit jetzt irgendwie mit agieren und zum Beispiel Strategien umsetzen. In dem Zusammenhang gibt es die Marktstudie mit meiner Wirkung seit 2007. Vorher hat der Kollege Frederik Ahlemann die begründet, 2002 könnte man sagen. Also insofern haben wir eigentlich schon das 20-jährige Jubiläum dieser Marktstudie vorbei. In der Zwischenzeit hat sich so einiges getan. Das kann man wohl sagen. Und man kann auch natürlich immer langfristige Beobachtungen machen. Aber tatsächlich ist das Projektmanagement relativ gleich geblieben. Wir haben vielleicht die agilen Methoden tatsächlich als wirklich andere Herangehensweise nochmal bekommen.
könnte jetzt argumentieren, dass es in der Prince2-Welt immer schon einen leicht agileren Gedanken gab, aber nehmen wir es mal so hin. Zumindest ein paar Artefakte haben sich da geändert. Wir schauen uns 25 Produkte sehr detailliert an. 18 davon haben es derzeit in die Studie geschafft. 2 weitere sind gerade so für 2023 in der neuen Aufnahme. Das liegt manchmal auch an den Entscheidungen der Anbieter, die dann nach einem längeren Assessment, wo wir uns das einen guten Tag so vor Augen führen lassen und dann manchmal noch ein paar Follow-ups haben, dass sie dann manchmal auch sagen, da sehen wir uns noch nicht so ganz in dieser Kategorie. Deswegen haben wir einen weiteren Bereich in der erweiterten Sichtung. Das sind nochmal etwa 60 Produkte, wo wir alle 12 bis 18 Monate mal einen Blick drauf werfen. Unsere Intervalle haben sich ein bisschen verlängert. Früher haben wir das versucht, jedes Jahr zu machen. Inzwischen muss man sagen, da komme ich auch noch zu, es reicht auch alle 2 Jahre. Nicht, dass sich bei den Tools nicht so wahnsinnig viel tut, aber das ist nicht das, was Sie als Auswählende oder was Sie, wenn Sie konzipieren, brauchen. Das sind Details, das sind Dinge, die Sie im Alltag, wenn Sie die Lösung schon suchen, wertschätzen, aber es sind keine grundlegend neuen Funktionen. Und darauf schauen wir jetzt erstmal, was können die Tools. Der Fokus, um das einzuschränken, liegt in der Verfügbarkeit in Deutschland. Und unsere heutige Perspektive wird sein, das Umfeld von Microsoft PPM und so, wie das Ganze aussieht, werden wir uns anschauen. Zusammengefasst haben wir das in der Studie, die wir mit BARC, unserem Partner, zusammen machen und auch mit Publikationspartner GPM, Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement. Das nur am Rande. Schauen wir auf die Anbieter und auf so ein paar Charakteristiken, die man sich anschauen kann, wenn man auf Softwareanbieter guckt. Da hätten wir zum einen die Frage zwischen Lösungsanbieter und Softwareverkäufer. Also Microsoft Project ist ein wunderbares Beispiel. Das konnte man vor, Älteren werden sich erinnern, als man noch CDs kaufen konnte mit der Software. Ja, da konnte man das einfach im Laden, vielleicht sogar im Buchladen kaufen oder so. Das wäre ein klassischer Fall von Sie kaufen eine Software. Sie können aber auch mit einem beratenden Unternehmen sagen, ich kaufe die Software als Lösung. Also sag mir nicht, das ist das Tool, sondern ich habe hier von der Zeiterfassung bis zur Portfolio-Strategieplanung irgendeine Aufgabenstellung, die ich gerne realisiert hätte. Dafür brauche ich eine Lösung mittels eines Tools. Anbieter positionieren sich da sehr unterschiedlich. Es gibt auch heute noch welche, die eher sagen, hier ist das Stück Software oder lass uns mal drüber reden, was du tun willst und wir hätten da eventuell eine Lösung. Dann haben wir Spezialisten versus Generalisten. Es gibt durchaus Unternehmen, die auf eine Lösung fokussieren, eine Projektmanagement-Lösung haben, vielleicht einen Pool von Projektmanagement-Lösungen, 2, 3, 4, die aber das Thema Projekt und Projektportfolio-Management auf ihrer Fahne haben und da werden Sie natürlich auch eine Expertise dann finden. Das ist eine andere Nummer, als wenn Sie sagen, naja, ich biete ERP-Systeme an und irgendwann hat man mal gefragt, ja, wir müssten doch eigentlich auch Projekte kontieren. Ja, dann haben wir ein Projektmodul gemacht. Also das wäre die generalistische Sichtweise. Manchmal ist diese Spezialisierung auch in gewisse Branchen ausgerichtet. Wir sind extrem gut in Bauprojekten. Deswegen haben wir eben Tools, die Mittelabflussplanung und all diese Dinge können oder in Maschinen- und Anlagenbau mit hohen CapEx-intensiven Projekten. Dann haben Sie da spezielle Steuerungsfunktionen für Kostenmanagement, Earned Value und all diese Dinge. Und das ist sehr ausgereift. Brauchen Sie aber in einem IT-Projekt nicht. Umgekehrt, auch dafür gibt es natürlich Spezialisten für IT-Projekte. Dann sehen wir einige wenige Konzerne und jede Menge mittelständischer Unternehmen am Markt. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen könnte, das wäre alles schon in der Hand einiger weniger große, sprich, wir haben wenig Konsolidierung. Wenn Sie das mit Datenbanken vergleichen, ja, vielleicht gibt es irgendwo noch so ein paar exotische Desktop-Datenbanken, die man irgendwo kaufen kann bei einem Unternehmen mit 50 Mitarbeitenden. Aber ich vermute, die meisten Datenbanken werden Sie heute bei Microsoft, bei Oracle und anderen großen Konzernen kaufen. Da ist die Konsolidierung sehr weit fortgeschritten. Das können wir hier überhaupt nicht konstatieren. Und das konnten wir schon, das war schon eine Beobachtung vor 15 Jahren und da hat sich wenig getan. Da stellt sich dann immer die Frage der Investitionssicherheit natürlich. Ja, gehe ich in einen Mittelständler, der nur ein Produkt hat? Bin da persönlich der Meinung, das ist nicht viel schlechter, als wenn Sie in einen Konzern gehen, der unter anderem Projektportfolio-Management-Software anbietet, weil der entscheidet morgen, das ist auch kein Thema mehr. Ja, den Zweig verkaufen wir. Also das Risiko, glaube ich, ist an beiden Stellen vorhanden. Wenn Sie sagen, das Geschäftsfeld ist nicht mehr in Ordnung, dann falten Sie Ihre Firma zusammen, wenn Sie nur einmal dieses Geschäftsfeld bedienen. Oder aber Sie sagen, wir trennen diesen Bereich ab. Insofern kann man da jetzt nicht sagen, groß oder klein wäre besser oder schlechter. Und die effektive Innovationsgeschwindigkeit, die ist gering. Ich habe das eben schon gesagt, wir haben inzwischen so ein bisschen den Zeitraum
verlängert, indem wir gucken, weil die neuen Funktionen, die wirklich neuen Dinge, die den Charakter ändern, die sehen Sie relativ selten. Es gibt aber immer noch Neugründungen und zunächst kleine Lösungen sind das dann meistens Task-Dinge, da kommt dann irgendwann eine Terminplanung dazu, da kommt dann eine Ressourcenplanung dazu, dann können Sie irgendwann doch mal Portfolios planen etc. So, wie sieht das Umfeld aus? Heute setzen wir mal Microsoft in den Fokus. Das ist so ein bisschen die Überlegung. Microsoft steht aber ja nicht alleine auf dem Markt. Es gibt durchaus noch andere Lösungen. Von Kleinstlösungen wie einem Task-Management-Tool über durchaus ebenbürtige, vielleicht sogar funktional deutlich umfassendere Lösungen. Gibt es am Markt jede Menge. Und streng genommen müssten Sie sich die zumindest alle mal anschauen, wenn Sie gucken wollen, was Sie so nutzen wollen. Und das sind jetzt auch nur die wir auf dem Schirm haben. Denken Sie dran, deutscher Fokus. Ich könnte jetzt noch 20 Produkte nennen, die eher in den USA verbreitet sind. Wir in unserem Beratungsgeschäft haben die deshalb schon ausgeschlossen und auch für die Studie sich auf den europäischen Raum, insbesondere DACH, konzentriert. Und da bringt es Ihnen nicht viel, wenn Sie ein Tool einer größeren Komplexität kaufen, wo der Support nur in den USA sitzt. Das ist dann, Sie brauchen mindestens hier einen Partner, mit dem Sie das vertreiben können. So, was sind das für Tools? Was können die, groß bis klein? Und vielen Dank das wusste ich nicht, für das schöne Beispiel mit dem richtigen Werkzeug. Eine Kettensäge ist hier nicht im Sortiment. Ich weiß auch nicht, ob Sie mit der Kettensäge durch Ihr Projekt wollen. Und das Bild lasse ich jetzt einfach mal eine Weile bei Ihnen. Und dann sind Sie vielleicht ein bisschen offener für ein solides, ordentliches Schweizer Taschenmesser. Die kriegen Sie in allen Geschmacksrichtungen. Mit dem kommen Sie, glaube ich, sogar am Flughafen durch die Sicherheitskontrolle, wenn Sie Glück haben. Das müssten unter 6 Zentimeter oder was das irgendwie ist sein. Aber das hängt ja immer dann so ein bisschen von der Interpretation ab. Und mit dem hier haben Sie auch eine Menge Spaß. Tatsächlich, das gibt es. Das ist jetzt keine Fotomontage. Wenn Sie das mal benutzen wollen, machen Sie mit uns einen Orientierungsworkshop. Da dürfen Sie damit Äpfel schälen. Immer die Person, die die größten Tools will, die am meisten Features will. Wir machen da so eine nette Übung. All die Messer sind so im Bestand. Und dann dürfen Sie mal einen Apfel schälen. Und diese Person hier ist meistens die als letztes fertig ist. Wir haben immer 2 Rettungssanitäter draußen, weil da kann man sich auch übel mit verletzen. Aber normalerweise ist es die letzte Person, seitdem wir eine Regel eingeführt haben, nämlich wir haben Qualitätsmanagement eingeführt. Vorher hat es mal jemand geschafft, tatsächlich als erstes, aber das war dann, jetzt haben wir eine Kennzahl, ein neues KPI, also Massenverhältnis Schale zu Restapfel. Das muss halt dann auch so ein bisschen passen und ansonsten drücken Sie da einfach quadratisch durch. Und das ist ein schönes Beispiel, weil gerne machen wir uns die Aufgabe so, dass das Tool passt. Also wir haben das Tool und dann machen wir die Aufgabe so, wie es mit dem Tool geht. Ja, dann wird extrem genau kontrolliert, da muss man halt eigentlich eher andersrum denken. Gut, ein Punkt, natürlich soll das jetzt kein Aspekt sein, dass ein Tool, das alles kann, jetzt gleich schlecht ist, weil im Gegensatz zu einem Taschenmesser haben Sie bei der Software quasi 2 Stangen, die können Sie rausziehen, dann können Sie Elemente rausnehmen und stecken es wieder zusammen, so wie Sie es haben und dann geben Sie jemandem nur dieses kleine, schmalere mit den Features, die gerade gebraucht werden, in die Hand. Das kann jede Software am Markt. So, was sind die Standardfunktionen? Neben der Lupe natürlich und der Pinzette, die wir eben schon gesehen haben, gibt es auch noch ein paar andere Features. Also integriert ist eigentlich der Standard heute. Das heißt, Sie kriegen in der Regel von jedem Anbieter so ein Taschenmesser mit der Möglichkeit, da die 2 Stangen rauszuziehen, pro Rolle, sage ich mal, vielleicht nicht pro Einzelperson, und diese dann anschließend wieder zusammenzustecken und das genau richtige Messerchen auszuliefern. Aber alle nutzen dann die gleiche Zange vom gleichen Typ. Der eine hat die Zange und hat zusätzlich noch ein Messer und der andere hat vielleicht nur die Zange. Das ist die Idee. Kettensägen haben wir nicht im Angebot. Die bieten in der Regel dann sowohl Projektmanagement als auch Multiprojektmanagement, Übersichten, Ressourcenplanung muss immer über mehrere Projekte hinweg erfolgen. Es sei denn, Sie haben den Luxus, dass Sie sagen, Sie schicken Mitarbeiter wirklich immer nur in ein Projekt. Ja, könnten wir jetzt eine kurze Online-Abstimmung machen oder zumindest hier im Raum mal kurz fragen, wer hat Projekte, wo die Leute wirklich immer 1:1 im Projekt sind? Ja, ich hatte damit gerechnet. Es gibt, glaube ich, so Übersichten, die sagen 7 bis 8 Projekte und da sind dann die schlafenden Projekte, die irgendwie gerade ruhen, wahrscheinlich noch nicht mal mit drin. Auch integriert sind in der Regel Termine, Ressourcen, Kosten, Risiken, vielleicht Liefergegenstände, Work Products, was immer Sie da so haben. Das heißt, wenn Sie Ressourcen einplanen, dann immer in irgendeinem Terminkontext. Und wenn Sie das Projekt um ein halbes Jahr verschieben, dann verschiebt sich auch der Ressourcenbedarf natürlich. Und natürlich müssen Sie Ressourcen immer aus 2 Sichten denken, nämlich aus der Sicht des Teams, des Fachteams, ja, der Abteilungsleitung
und aus Sicht des Projekts die klassische Matrixstruktur. Auch das sollte integriert sein. Ebenfalls integriert haben Sie zunehmend hybrides Projektmanagement. Das heißt, Sie verbinden die Gantt-Planung, die vorausgedachte Planung, wann mache ich was, mit vielleicht eher agil gehandhabten Taskboards. Ich bin ja jetzt ein bisschen schwammig in der Begriffswahl, bewusst, weil agil ist so unterschiedlich nutzbar. Mir hat bei der IT-Abteilung eines Fernsehsenders mal jemand gesagt, es gibt keinen Termin, wann wir das jetzt hier fertig machen. Ihr gebt mir die Aufgabe, ich melde mich, wenn ich fertig bin. Wir arbeiten agil. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Ja? Zumindest nicht dann, wenn noch irgendwas dranhängt an den IT-Projekten, was ja mitunter der Fall ist. Und wenn Sie so integriert zusammenarbeiten, dann brauchen Sie, und auch das ist quasi Standard, eine weiche Kopplung zwischen Verantwortungsbereichen. Dieses Gebäude würde längst nicht mehr stehen, wenn alles mit allem exakt verbunden wäre. Sie finden hier den Fugen, da ist irgendwo dann im einfachsten Fall Silikon mal dazwischen, damit die Fliese nicht springt, und in den komplexeren Fällen haben Sie hochkomplexe Fugenkonstruktionen, zum Beispiel an Brückenbauwerken oder Ähnlichem, damit sich das ein bisschen gegeneinander bewegen kann. Das heißt aber nicht, dass es komplett losgelöst wäre. Zwischen Projekt und Linie ist so ein Fall. Ja, ich bin jetzt Projektleiter, Sie sind die Abteilungsleiterin und haben jetzt quasi hier sage ich mal, die Entwickler in der Überwachung. Und jetzt brauche ich Entwicklungsleute und frage die an. Und jetzt machen Sie eine Planung und sagen, naja, ich ordne jetzt hier irgendwie mal, ich gebe dir 10 Leute in dem Zeitraum mit dem Volumen. Das ist jetzt Ihre Planung. Und ich habe meine Projektplanung wie ein Finanzbudget, habe ich jetzt Entwicklungsleistungen in meinem Projekt, kann die einplanen, muss aber immer dafür sorgen, dass unsere Vereinbarung stimmt. Und das wäre so eine klassische weiche Kopplung. Das kann mal abweichen. Es kann mal sein, dass ich mein Budget überziehe, solange das noch klein ist und sich das so ein bisschen ausrüttelt. Können wir das vielleicht akzeptieren? Wenn ich mehr brauche, muss ich wirklich kommen. Wir müssen diese Kopplung wieder ins Lot bringen. Wir sehen die Abweichung, aber sie ist nicht hart. Ansonsten haben Sie diesen Schmetterlingseffekt. Kennen Sie vielleicht aus den ersten Versuchen, auch mit Microsoft Project, wo man dann angefangen hat und gesagt hat, wir planen alles und alles ins jedes Detail, und dann ändern Sie unten einen Vorgang und dann geht es hoch, ändern sich Ressourcenüberlastung, alles ist irgendwie rot, und dann funktioniert das Tool irgendwie nicht. Ja, liegt aber nicht am Tool. So, und dann haben Sie in der Regel auch einen hohen Grad an Konfigurierbarkeit, in der Regel durch Parametrisierung, durch eher Low-Code, wenn denn überhaupt. Das heißt, Sie können eben ein- und ausschalten, welche Features wollen Sie da drin haben, und nehmen Sie Zange A oder Zange B, nehmen Sie das Taskboard in der Kombination, verbinden Sie den Fortschritt auf dem Taskboard mit dem Fortschritt in einem Gantt-Balken etc. Und in der Regel auch das, Offenheit für Schnittstellen außerhalb, also dieses Taschenmesser lässt sich, da hinkt das Beispiel jetzt massiv anbinden an die Kettensäge, falls Sie dann doch ein anderes Tool noch brauchen. Das heißt, die Anbindung, ich gehe da gleich noch drauf ein, an andere Systeme, die ist weitgehend Standard. Wo wir jetzt in der Studie, so was die Integration angeht, durchgucken, ist durch so einen idealisierten Lebensweg von der Ideengewinnung über die Bewertung der Ideen, über die Planung im Portfolio, die Frage, wie passen strategische Vorhaben, die bottom-up generierten Ideen und die laufenden Projekte zusammen, über die Planung, Koordination mehrerer Projekte, Multiprojektplanung, und dann eben über das klassische Planen und Steuern des einzelnen Projekts, den Reporting-Weg wieder nach oben, Dashboards, Multiprojektsteuerung, Portfoliosteuerung, Auswertungen, Berichte, Statusberichte, all diese Themen, und dann in den Projektabschluss die Dokumentation etc. Und das alles als integrierte Lösung klingt ein bisschen umfassend, aber eben funktioniert tatsächlich bei vielen Anbietern nach der Logik, die ich gerade beschrieben habe. Was ist ein bisschen mehr Entwicklungen und Trends? Und das ist ein bisschen, so wie es hier dargestellt ist, tatsächlich als keimender Vorgang zu sehen. Ein Thema, das jedes Jahr wiederkommt, ist Bedienbarkeit und User Experience. Jeder Hersteller sagt Ihnen, das ist super bei uns. Ja, da legen wir Wert drauf. Wir haben, was weiß ich, Entwickler von Google abberufen, die sich für uns mit umsetzen und so weiter. Gleichwohl arbeiten alle weiter daran. Also es scheint, und das ist durch die Bank weg, das scheint ein Dauerthema zu sein. Und auch unsere Art zu arbeiten ändert sich ja, und unsere Erwartungen ändern sich. Zunehmend mehr, als ganz besonderer Punkt, ist der Gedanke, die BI-Integration auch da reinzubringen. Das heißt, Business Intelligence, Auswertung zu fahren, die eben nicht nur Projekte betreffen, sondern so ein bisschen das Projektgeschäft mitbedienen, aber auch andere Bereiche. Das heißt, das stärkt eigentlich nur in Anführungsstrichen das Integrationsszenario.
Wir bekommen stärkeres Gewicht auf Kommunikation. Renke Hullert erwähnte eben schon Teams, ähnliche Ideen, Konzepte. Der Gedanke, wir müssen uns mehr miteinander abstimmen, finden Sie auch in Tools. Jetzt kann man sagen, so ein Meeting wäre manchmal auch ganz gut, wenn man es dann gut dokumentiert. Die agilen und die hybriden Methoden, da wo sie noch nicht Standard sind, kommen sie. Ich würde aber sagen, 2/3 der Lösungen, der größeren Lösungen, haben das inzwischen gedacht. Da geht es eher um eine Vertiefung, zum Beispiel auch in den Bereich agiler Skalierung, wo wir jetzt auch bei konventionellen Tools durchaus Wege sehen, wo eben so Dinge wie Agile Release Train oder ähnliches, Less Safe Überlegungen sich dann auch da wiederfinden. Ich sage hier mal Vorsicht, guter Wille reicht nicht. Es reicht nicht, ein agiles Projekt zu machen. Die Organisation muss auch agil sein. Ich muss auch die Entscheidungskompetenz bekommen, um agil handeln zu können. Wenn ich da starre Prozesse habe und vorne steht einer, Chaka, wir machen das jetzt agil, werde ich das halt trotzdem nicht tun. Und dann haben wir die propagierte künstliche Intelligenz. Wir haben es für die Suche, für die Bing-Suche jetzt gerade vielleicht heute in den Nachrichten gehört. Das finden wir auch, aber eigentlich sind das, wenn man genau hinguckt, immer noch Algorithmen und mäßige Chatbots. Also mäßig soll heißen, Sie müssen immer noch wissen, wie Sie mit dem Chatbot sprechen. Also gewisse Kommandos verstehen die besser, als wenn Sie sagen, boah, ich müsste wirklich mal sehen, wie die Situation heute ist. Ich glaube nicht, dass Sie dann eine Übersicht in einem dieser Chatbots über Ihre Projekte bekommen, die Ihnen zeigt, irgendwie, wo Handlungsbedarf ist oder sowas. Ja, was vielleicht der Kollege, die Kollegin im PMO verstehen würden, wenn man reinkommt und stöhnt, aber so weit sind wir noch lange nicht. Und Algorithmen deshalb auch, weil wir einfach gar nicht so wahnsinnig viel Daten im Projektmanagement haben. Es gibt da mal so ein paar interessante Überlegungen dazu, mal zu gucken, aber Projekte sind halt dann doch relativ einmalig. Und dann haben wir die zunehmende Vernetzung mit der IT-Landschaft. Kaum ein System steht heute noch alleine und das wissen auch die monolithischen Hersteller in Anführungsstrichen. Und wir haben modulare Low-Code-Erweiterungen, die nach und nach dazukommen, wo man eben mit wenig grundlegender Programmierung, früher hätte man vielleicht Scripting gesagt oder ähnlichem, durchaus das Produkt verändern kann. Integration. Wenn ich also im Kern ich habe jetzt mal klassisch den Balkendiagramm, aber auch die anderen Themen daneben stelle, also das Taskboard, dahinter stecken die Ressourcen, an den Aktivitäten binde ich irgendwie Kosten, also irgendwie hängt das ja alles zusammen. Dann habe ich typischerweise die Finanzen, das gibt es schon ewig. Kaum ein System heute, das nicht mit dem SAP-System oder welches ERP-System auch immer Sie am Start haben, verbunden ist fast undenkbar. Plankosten gehen dahin, Budgets kommen zurück, Stunden werden vielleicht gemeldet, im ERP bewertet. Da gibt es diverse Integrationsszenarien. Zunehmend kommt die Strategie dazu, also die Verbindung strategischer Ziele, die vielleicht anders entwickelt werden, dann in das Portfolio, um dann mit Projekten entweder wirklich Projekte passend zur Strategie zu entwickeln oder zumindest Projektideen anhand der Strategie zu überprüfen. To-Dos, Kleinaufgaben. Wie viele Leute habe ich in meinem Projektteam, die eigentlich nicht mit dem PM-Tool arbeiten müssten? Die sollen nur eine Übersicht haben, was steht jetzt gerade an. Ja, und das können die Tools auch den Leuten liefern, aber manchmal möchte man das auch in einem externen System haben. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, der hat ein Intranet, in dem die To-Dos zum Beispiel auch aus der Microsoft-Welt stehen, aber eine andere Projektmanagement-Softwarelösung. Und die sagen, naja, für die Leute, die wirklich nur, in Anführungsstrichen, zum Beispiel im Legal-Bereich mal zuarbeiten, die müssen jetzt nicht einen Zugang zum PM-Tool haben, die kriegen ein To-Do und das wird aber vom PM-Tool da eingespeist. Und dann können sie auch eine Rückmeldung darauf geben. Kommunikation. Ich muss ja nicht alles entwickeln selber. Manche Hersteller machen das, dann können Sie da auch chatten. Andere binden zum Beispiel Teams ein, durchaus auch nicht nur Microsoft. Dann haben wir so Dinge wie Lieferobjekte. Wir denken hier in den Tools ja häufig im Gantt-Chart, in Aktivitäten, aber es gibt ja auch Lieferobjekte. Da müssen Dinge fertig werden. Konzeptpapiere, Muster, Prototypen in der Produktentwicklung. Dafür gibt es in der Regel auch eigene Systeme und die kann ich anbinden. Dann kann ich die Zieltermine für die Lieferobjekte aus der Terminplanung geben und kann den Status der Liefertermine aus dem Produktmanagement beispielsweise ziehen. Personal, immer wieder ein Thema, wer ist wann verfügbar. Mancher möchte sogar Urlaube genau einplanen, Freitag nicht da. Wenn Sie so genau planen wollen, ist das technisch möglich, organisatorisch meist nicht ganz trivial. Und natürlich das Produktmanagement. Welche Produkte haben wir? Welche Projekte entwickeln die Produkte weiter? Etc. etc. Die Produktionskapazität können Sie steuern.
Oder vielleicht auch die Logistik, beides zusammen würde ich als komplexe Ressourcen verwalten. Also nicht nur normale Personalressourcen, die sind auch komplex, also vielleicht noch komplexer als Anlagen, aber da steckt hinter der Ressourcenplanung nochmal eine Planung, nämlich wie Sie Ihre Fertigung einsteuern, wenn Sie gewisse Projekte da reinschieben. Auch das kann wichtig sein, Liefertermine da reinzubekommen. Ganz banal dafür zu sorgen, dass der LKW da ist, um die Sachen auch abzutransportieren, wenn sie denn für das Projekt gefertigt wurden und auf die Baustelle sollen. Und. Was Sie entscheiden müssen, ist in der Regel, wo schneiden Sie? Also nehmen Sie das Produktmanagement noch so ein bisschen mit rein und machen so ein Produktmanagement Lite im PM-Tool rein konfiguriert. Das werden Sie nicht tun, wenn Produktmanagement bei Ihnen ein ernsthaftes Thema ist. Ja. Dann schneiden Sie es vielleicht hier ab und machen da die Schnittstelle und kaufen sich eine spezielle Lösung dafür. Und das gilt für alle. Entscheidend ist aber, in diesem Bereich haben Sie ein zusammenhängendes System im Kern, das ist parametrisierbar. Und jetzt schauen wir uns dazu im Vergleich mal die Position von Microsoft an und wie die auf diesem Markt mit diesen Trends mitspielen. Also jetzt das spezielle Bild nochmal als Erinnerung. Wir hatten uns vorhin das Anbieterprofil angeschaut. Und wenn wir uns das jetzt mal mit der Microsoft-Brille angucken, können wir ganz klar sagen, Microsoft sieht sich, zumindest so ist die Wahrnehmung, ganz klar als Softwareverkäufer. Das erkennen Sie schon daran, dass Sie eben hier mit Herrn Hohlert jemand haben, der genau diese Lücke füllt. Und da gibt es ja dann, das ist die Microsoft-Philosophie. Nicht Microsoft kommt bei Ihnen an und sagt, wenn Sie Projektmanagement machen wollen, da haben wir hier Leute, die kennen sich aus, sondern das machen Partner bei Microsoft. Mitunter sind die Partner nicht mal in der Lage, Ihnen zu sagen, was die Lizenzen kosten, haben wir in vielen Projekten. Jetzt gerade bei einem großen Universitätsklinikum war gar nicht so einfach. Da steht dann so ein Microsoft-Partner und Implementierungspartner und sagt, ja, weiß ich auch nicht, müsst ihr euren Rahmenvertrag mal befragen. Und dann ist es ein etwas längerer Prozess, bis man da die Aussage kennt. Die von Ihnen, die schon in dieser Welt unterwegs sind, sei es mit Office, die kennen das Problem vielleicht. Dann würde ich auch sagen, Microsoft ist ganz klar Generalist. Schauen Sie sich das Line-up an. Projektmanagement ist da irgendwo mit drin. Aber es ist nicht so, dass Sie sagen, Microsoft, the Project Company oder sowas in der Art. Dass es ein Konzern ist, darüber müssen wir nicht sprechen. Und hinsichtlich Investitionssicherheit muss man sich vielleicht wirklich fragen, unter anderem PPM-Software, würde ich sagen. Wir werden sicherlich das PPM, das Projektmanagement, nicht irgendwie killen, aber wenn Sie so gucken, wie sich Produkte bei Microsoft entwickelt haben in den letzten Jahren, dann gibt es da viel, was mal so hochgeschossen wurde. Mein Favorit jetzt hätte ich fast gesagt, hat nichts mit Projektmanagement zu tun. Für viele jedoch doch, ist OneNote. Ja. Für viele ist es das Projektmanagement-Tool. So ein bisschen die Variante, wir machen das als App, wir kündigen die Desktop-Version ab. Ach nein, halt, lass uns doch die App abkündigen und die Desktop-Version weitermachen. Und das ist natürlich schon was Sie vielleicht in der Projektlandschaft nicht unbedingt jeden Tag wollen, womit man einfach rechnen muss. Man kann aber sagen, es gab immer eine Lösung, es gab immer einen Ausweg. Also man darf da durchaus Vertrauen haben. Und die effektive Innovationsgeschwindigkeit ist auch bei Microsoft gering in puncto Projekt- und Portfolio-Management. Ansonsten tut sich da unglaublich viel. Ich glaube, es gibt kaum noch jemanden, es ist wie das deutsche Steuerrecht, gibt es noch jemanden, der die gesamte Microsoft-Situation überblicken kann? Wahrscheinlich wenige. Da tut sich viel, aber wenn Sie wirklich gucken, was ändert sich jetzt im Projektmanagement, dann ist das, was wirklich auf die Straße kommt, nicht so hoch. Und Konsolidierung gibt es auch kaum. Es gibt immer noch parallele Lösungen. Wir haben seit einiger Zeit Project for the Web. Nichtsdestotrotz, auch Project for the Web ist heute immer noch eine Lösung, die neben Project, heißt es noch Professional, also neben dem Desktop-Ding, was ich da so installieren kann, habe quasi, ja. Und da ist so eine gewisse Doppeldeutigkeit. Und es gibt immer noch Neugründungen, nenne ich das mal. Vielleicht sind es keine Firmen, aber Sie werden immer mal wieder ein neues Produkt finden, das da auftaucht. Das heißt dann To-Do oder To-Do for Teams oder wie auch immer. Also Wunderlist, was ist daraus geworden? Also alles so Dinge, wo man sagen könnte, da gibt es Bewegung. Und schauen wir mal, wie die sich dann in den nächsten 5 Jahren entwickeln. Und 5 Jahre sind ja nichts, wenn Sie ein PMO aufbauen wollen, eine Organisation in die Projektorientierung bringen. Also ich würde zusammenfassen, es gibt eine hohe Dynamik rund um das Thema Projektmanagement herum, aber nicht unbedingt im Punkt des Themas Projektmanagement. Diese hohe Dynamik beeinflusst aber das Gesamtbild. Nehmen wir uns nochmal das Gesamtfeld, blenden wir mal den Rest aus. Die anderen Hersteller mögen es mir für heute verzeihen. Wir sind herstellerneutral normalerweise und machen genau das Gleiche auch mal aus einer anderen Perspektive. So gesehen ist das heute
für uns komplett legitim. Schauen wir mal, was ist denn Microsoft Projektmanagement eigentlich? Und wir haben eben schon ein ähnliches Bild gesehen. Ich glaube, ich habe 1, 2 Icons, die fehlen mir jetzt. Und bei einem Icon wusste ich nicht mal, was es war. Und ich glaube, ich beschäftige mich schon zwar mit vielen Herstellern und deshalb nicht so intensiv mit Microsoft wie die Kollegen hier von Holat.com, aber zumindest durchaus. Also wir haben das klassische Microsoft Project, was die meisten irgendwann mal bei Thalia im Buchladen gekauft haben, vielleicht die erste Version, so nach dem Motto, und dann installiert. Wir haben das Project Online. Es gab auch mal so ein Project Home irgendwie, das war so ein Dashboard irgendwie zusammengefasst. Ich weiß gar nicht, ob das noch existiert. So viel zum Thema Dynamik. Vielleicht heißt es inzwischen anders. Wir haben den Planner, ein relativ simpel gehaltenes Taskboard. Wir haben Azure DevOps. Das ist ein relativ komplex gehaltenes Taskboard, also für agile Entwicklungskomponente von Microsoft. Wir könnten jetzt eigentlich Icon-Raten machen und Sie gewinnen jeweils irgendwie einen Ausblick und einen Kaffee hier von hier oben, wenn Sie das richtige Icon zuordnen können. Aber ich lasse das mal. To-Do, Microsoft To-Do, ist kein Projektmanagement-Werkzeug, aber können Sie einsetzen, um genau das lose, gelegentlich Mitwirkende in Ihren Projekten einzubinden und zu sagen, warum soll ich denen mit dem kompletten Paket kommen? Eine große Stärke übrigens dieser Lösung, dieser Einzellösung. Ich kann eine Einzellösung positionieren. SAP hat das mit den Fiori-Apps in einem ähnlichen Konstrukt. Monolithische Hersteller, ich hadere so ein bisschen mit dem Begriff, merken Sie, aber die monolithischen Hersteller in Anführungsstrichen, die haben das in der Regel dadurch, dass man eben ihre Applikation so zuschneidet, dass man sich nach dem Einloggen eben nicht durch ein seitenlanges Menü wühlt. Das tut nur das PMO, das sind die Experten und Expertinnen, die das trainiert haben. Ich als normaler kleiner Anwender werde dann eben nur 3 Punkte haben. Zeiterfassung, meine Aufgaben, sowas in der Art und irgendwie Logout. Dann gibt es natürlich Microsoft Teams. Für mich die große Frage, was ist das eigentlich? Das ist so ein Framework, da kann man alles reinstopfen. Wenn da irgendwann alles drin ist, wird das dann zu Windows. Ja, also wenn man alles in Teams hat, wird es dann wieder Windows. Also kriegt Teams irgendwann unten so einen Button, wo man alle wir wissen es nicht. SharePoint, SharePoint Lists, wie auch immer, auch das ist natürlich was, wo ich erweiterte Informationen sammle und Kunden das auch tun. Dann haben wir hier den kommerziellen Teil, der heißt noch Project Operations. Das ist für die, wenn Sie Projekte abrechnen, wenn Sie als Ingenieurdienstleister irgendwie tätig sind oder ähnliches mehr, dann ist das eine Lösung. Auch das gibt es durchaus, spezialisierte Software, aber auch andere, die eben Abrechnungsfunktionen haben, Verrechnungssätze, nicht nur Kostensätze für Ressourcen, sondern auch projektspezifische Sätze. Gehört, meine ich, ins Dynamics Universe und ich gucke mal so ein bisschen auf den Renke Holat, der kennt das alles besser und wenn er nickt, weiß ich, da liege ich nicht komplett falsch. Das heißt, dahinter eröffnet sich jetzt nochmal wieder eine Welt, die Welt des ERP dann im Zweifelsfall, die dann ist. Power Apps, damit entwickeln Sie dann vielleicht auch mal eine eigene Komponente. Und Power Automate natürlich und natürlich Power BI für die Auswertung, die Reports. Das ist das Set, mit dem Sie arbeiten können. Und jetzt können Sie sich natürlich überlegen, wenn Sie jetzt so ein typisches Szenario haben, wie Sie haben eine Terminplanung und Sie haben Taskboards und Sie wollen die irgendwie verbinden. Dann liefern Ihnen eben monolithische Hersteller dafür eine vorgedachte Verbindung und ehrlich gesagt ist die bei allen ziemlich gleich, weil einfach, wenn Sie drüber nachdenken, Sie immer zu einem ähnlichen Schluss kommen. Auf irgendeiner Ebene hängen Sie Taskboards daran und wenn Sie die alle gleich lang machen, die Aufgaben, haben Sie Sprints, dann sind Sie fast schon so in die Scrum-Richtung. Wenn Sie die unterschiedlich lang machen, halten Sie nur Ihren Terminplan etwas einfacher und sparen sich zu viele Details im Terminplan und sagen, naja, warum soll ich mir alles bis ins Detail runterplanen? Ich mache 4-wöchige, 6-wöchige Arbeitspakete, ordne die Ressourcen auf denen zu und dann sollen die sich selbst organisieren. Das geht. Ich gebe vielleicht gewisse Lieferobjekte vor, die da fertig werden müssen. Ja, wenn 6 Wochen zu viel klingt, machen Sie 3. Also das ist ja eine komplette Freiheit, aber das Prinzip bleibt, auf irgendeiner Ebene ordnen Sie Taskboards zu. Das können Sie in der Microsoft-Welt auch machen. Verbinden Sie einfach den Planner mit Project oder den Planner mit Project Online oder Azure DevOps mit Project oder Azure DevOps mit Project Online. Ihre Wahl. Typischerweise werden Sie das vermutlich via Power Automate machen. Sieht es vielleicht eher so aus. Via Power Automate können Sie auch die anderen Dinge alle anbinden. Das geht auch. Mit Power Apps können Sie sich Ihre Project-Produkte auch erweitern. Wenn Ihnen da zum Beispiel eine Liste Ihrer Standorte fehlt und Sie da noch eine einfache Datenbank dran klinken wollen, wo Sie sagen, da hätte ich auch ein paar Funktionen, weil ich muss das zuordnen. Einer unserer Kunden ordnet seine Projekte zum Beispiel seinen Anlagen, seinen Standorten zu. Davon haben die irgendwie 80. Und dann ist schon ganz wichtig zu wissen, an welchem Standort findet das Projekt denn statt.
SharePoint-Listen, SharePoint an sich, Project Pages, wie auch immer, erweiterte Informationen, auch das können Sie nutzen, um Ihre Projekte zu gestalten. Und ob Sie das jetzt mit Project klassisch oder Project Online machen, liegt bei Ihnen. Project Online hat, glaube ich, auch noch Limitierungen im Moment. Also es kann das Klassische noch nicht so ganz ersetzen. Das Klassische wird aber, glaube ich, nicht mehr so richtig weiterentwickelt. Zumindest ist die Bewegung komplett still und Gerüchte. Für mich sind es Gerüchte. Jemand, der weiter drin ist, weiß es vielleicht. Soll da auch gar nicht mehr so viel kommen. To-Do können Sie anbinden. Sie können natürlich auch den Planner in Teams anzeigen oder Project for the Web in Teams anzeigen. Ja, also ich glaube, Sie bekommen die Ideen. Mit Power BI werten Sie das alles aus. Also mit anderen Worten, es gibt da Myriaden von Kombinationen. Hohe Flexibilität, aber nichts aus der Kiste. Und darum gibt es Drittanbieterkomponenten, die Ihnen dann diese Verbindung schaffen. Also da gibt es Anbieter, die eben sagen, naja, wir haben so ein Integrationsszenario. Zum Beispiel zeigen wir Ihnen, egal ob eine Ressource in Project oder in Project Online oder im Planner verplant ist. Im Planner habe ich keinen Aufwand, aber ich zeige Ihnen eine Übersicht, wer ist wann wo. Also die klassische Abteilungsleitungsrolle kriegt hier ihre Übersicht dann durch ein solches Tool. Das muss ich ja haben. Ressourcenmanagement braucht immer eine Übersicht über alle. Selbst wenn ich nur nachrichtliches Ressourcenmanagement mache, ohne großen Kapazitätssteuerung, sondern einfach nur wissen will, wer ist gerade wo. Also was bekommen Sie? Sie bekommen einen hochflexiblen Cloud-Baukasten. Auch die Cloud-Komponente ist für einige unserer Kunden heute noch nicht so ganz klar. Da gibt es kritische Infrastrukturanbieter, die sagen, ist uns nicht ganz so. Oder anderer Kunde ist Automotive, R&D, die auch noch sehr zögerlich sind, diese Dinge in die Cloud zu packen. Die PM-Integration machen Sie hier in Eigenleistung. Das heißt, Konzept und Architektur sind entscheidend. Die müssen Sie entwickeln. Sie können sich da nicht an Best Practice irgendwie orientieren. Professionelle Entwicklungsmethoden brauchen Sie. Das ist eine vertikale Lösung. Also früher war Microsoft Project mal Microsoft Office Project und das ist aus meiner Sicht ein grundlegendes Missverständnis im Projektmanagement gewesen. Das ist nichts, womit Sie Ihren Arbeitsplatz organisieren. Das ist nichts, wo Sie mit ein, zwei Leuten auf der gleichen Etage ein Dokument austauschen, sondern Projektmanagement, insbesondere Projekt- und Portfolio-Management, ist eine Unternehmenssteuerungsphilosophie. Die ist vertikal durchs ganze Unternehmen. Und damit müssen Sie dafür sorgen, dass das Ganze hier professionell entwickelt wird, diese Verbindung. Darum halte ich es für sinnvoll, sich in die Mitte eine Komponente zu setzen, die mehr oder weniger eine Seriensoftware ist und sich dann was dran zu bauen. Der Citizen Developer ist schon genannt worden. Ich weiß nicht, ob das die Excel-Makrohölle 2.0 wird. In ganz vielen Unternehmen, in denen wir sind, gibt es irgendwie dieses eine, wenn man Glück hat, oder diese 10 Excel-Dokumente, die irgendwas machen. Nicht im Projektmanagement-Bereich, aber in einem anderen Umfeld. Komplettes System zur Inventursteuerung und dann ist irgendwann die Person, die es gemacht hat, weg, war vielleicht nur Werkstudent oder einfach gekündigt und ist jetzt weg, jedenfalls. Und so richtig traut sich an dieses System keiner mehr ran. Es läuft, ja, aber lass uns lieber nicht die Artikelnummern um eine Ziffer verlängern. Wer weiß, was das Ding dann macht. Ja. Also solche Dinge hat man dann und deswegen, um das zu vermeiden, sollte man von vornherein ein klares Konzept haben, eine zentrale Datenbank. Hat man sowieso mit dem Dataverse, aber das ist schon ein bisschen besser als Excel. Die Sachen liegen wenigstens nicht mehr in verschiedenen Versionen verteilt. Aber es ist schon ärgerlich, wenn Sie so ein Modul anfassen und dann sagen, oh, das hat aber der oder die damals geschrieben und ich weiß gar nicht, was da ist. Ich mache jetzt erstmal Forensik. Ich gehe jetzt erstmal wie so ein Minensucher durch den Source Code und gucke so, was macht das Ding und womit ist es verbunden. Das sollte dokumentiert sein. Und das heißt, aus meiner Sicht, Citizen Developer hat seine Grenze. Einer unserer Kunden macht eine große Digitalisierungsoffensive im Moment und hat tatsächlich allen bis hin zu den Hausmeistern digitale Endgeräte gegeben, um auch in der 365-Welt darauf zuzugreifen. Die entwickeln große Lösungen mit professionellem Ansatz, Liegenschaftsverwaltungsthemen und Ähnliches, professionell mit ihrem Kernteam in der IT. Und die holen die Leute, die hier spielen dürfen, das ist bewusst auch zugelassen, ab einem gewissen Punkt ab. Wenn das über unseren Raum hier hinausgeht in der Wirkung, dann kommt irgendwann jemand und sagt, Moment, das wird jetzt größer, wir stellen euch jemand von der IT an die Seite und ihr dürft es weitermachen, wir bügeln das nicht weg, aber ihr braucht jetzt jemanden, der dafür sorgt, dass das ins Gesamtbild passt. Und darum ist dieses schnell, wenn man das hier berücksichtigt, immer ein bisschen relativ. Das ist super, wenn ich schnell was entwickeln kann. Rapid Prototyping schätzen wir alle, nur es muss dann auf dem Weg in die Serie nochmal überdacht werden.
Sie bekommen wenig PM-Vision, wenig PM-Know-how, keinerlei Best Practice oder Vision. Das müssen Sie sich dann eben selbst erarbeiten, extern einkaufen, wie auch immer, aber das müssen Sie einbringen in diese Lösung. Zum Beispiel das Beispiel, das ich eben genannt habe mit der Verknüpfung. Ne? Wie arbeite ich hybrid? Das muss man sich dann selbst überlegen. Da kann man nicht sagen, zeig uns mal, wie ist euer hybrider Ansatz. Sie bekommen im Gegenzug ein großes Potenzial, weil Sie allmählich ausbauen können. Die Lösungen sind oft bekannt. Man kann eine kleine Lösung reinschieben, mal eine SharePoint-Liste, das dann ausbauen. Das geht. Das können Sie theoretisch auch mit einem monolithischen Tool machen, aber da haben Sie natürlich immer das Intro eines neuen Tools viel deutlicher. Und das andere kriegen Sie so manchmal tatsächlich in die Office-Welt eingebaut. Und Sie bekommen marktführende Integrationsmöglichkeiten. Also wenn Sie wissen, was Sie tun, kann man das sehr gut nutzen. Gut, das ist so ein bisschen die Welt, der Blick auf die Microsoft-Welt. Und lassen Sie uns jetzt vielleicht einfach noch mal einen kurzen Blick werfen auf die Frage, wie führe ich sowas erfolgreich ein, ganz egal welches Tool. Irgendwann in Ihrem Arbeitsalltag wurde es Zeit für Software. Ich hoffe, man kann es so halbwegs erkennen. Tatsächlich mal der Blick an einem Büro, wo wir früher waren, in einem anderen Nachbarbüro. Die Tür stand offen. Ich habe mir erlaubt, da einfach mal rein zu fotografieren, weil ich fand es beeindruckend. Ich bin ja von Haus aus Bauingenieur. Ich bin die nächsten Tage so ein bisschen ängstlicher ins Büro gegangen, weil ich weiß, dass die 500 Kilogramm pro Quadratmeter hier vielleicht so ein bisschen in die Grenze kommen. Aber das sind ja auch dann eher Verformungsgrenzen. Da bricht ja noch nichts. Das heißt, irgendwann mussten sie sich organisieren. Und dann sucht man nach einer Software. Und ich möchte Ihnen eigentlich gerne mal 7 Möglichkeiten geben, falls Sie so eine Implementierung wirklich an die Wand fahren wollen. Also vielleicht sind Sie auch in der Rolle, dass Sie sagen, ich will das Zeug nicht haben. Ja, also um Gottes Willen. Ja, so machen Sie das. Also oder andersrum, wenn Sie diese dunklen Wolken am Himmel sehen, die sich in diesen Äußerungen manifestieren, dann wissen Sie, oha, ich brauche einen Regenschirm, ich muss mich irgendwo festkrallen, ich sollte überlegen, ob es gleich blitzt und donnert. Tempo. Und deswegen dieser Blick fand ich gut. Wir wissen nicht ganz genau, was wir wollen, aber es ist bis dann fertig. Just nächste Woche wieder ein Termin, wo das Briefing schon war, irgendwie. Ja, aber wir haben dann schon gedacht, dass wir danach vielleicht so in 2, 3 Wochen dann auch irgendwie dann die Lösung haben. Ich sage, ja, kann man machen, also Mut zur Lücke. Aber dann muss man eben auch sich bewusst sein, dass man sich darauf einlässt. Das wird hoch agil dann, das Projekt. Also das heißt, man greift schnell zu, man fragt auch nicht, war das richtig oder falsch, man macht dann weiter und lebt mit dem. Ist eine andere Art, etwas anzugehen. Ist ein kleines Unternehmen in dem Punkt, das kann sogar funktionieren, würde ich in einem großen Unternehmen nicht machen wollen. Bleiben Sie im Ungefähren während der ganzen Sache. Das wird sich schon irgendwann klären. Ja? Ich merke, dass Sie da doch eine etwas andere Sichtweise als ich haben. Also lassen wir uns lieber nicht drüber reden. Wenn es dann soweit ist, dann nehmen wir uns mal Zeit und sprechen drüber, wie es dann wirklich sein soll. Vermeiden Sie also Konflikte und vertrauen Sie dann der Macht des Faktischen. Ja, das mit den Ressourcen, ich weiß, die wollen, also ja, die Abteilungsleitung möchte ganz gern, dass die Leute in die Projekte dann auch zugesichert sind, weil wir eine interne Leistungsverrechnung haben und dann wollen die nicht zurückkriegen, die Leute. Ich als Projektleiter möchte ganz gerne eine Zusicherung, die ich in Anspruch nehmen kann, dass ich weiß, mein Projekt hat genug Leute, wenn ich sie brauche. Wenn ich sie nicht brauche, dann möchte ich aber nicht, dass die in meinem Projekt bezahlt werden. So, darüber reden wir jetzt aber nicht. Wir gucken mal, wenn die Software da ist. Zeiterfassung, ist das ein Thema? Ja, wir führen das mal ein. Suchen Sie sich richtige Machtpromotoren, die das Ganze auch durchsetzen können. Ja, Sie brauchen mal jemanden, der mal in so einen Besprechungsraum kommen kann und auf den Tisch hauen kann und sagen kann, da ist vorne, so machen wir das jetzt. Das reicht. Die Anweisung, also für alle, die das nicht glauben, mögen den Begriff Dienst nach Vorschrift recherchieren und wissen dann, wie. Mir hat mal bei einem großen Automobilkonzern jemand gesagt, der nur also auf Divisionsebene so ein bisschen was zu sagen hatte, nur in Anführungsstrichen, ist mir doch egal, was der Vorstand da, was der will. Ja, machen wir hier nicht. So, jetzt hätte man gedacht, so der Vorstand eines DAX-Unternehmens ist durchaus mächtig, aber offenbar, da hat es dann nicht gereicht. Irgendwie. Ja, und wir alle wissen, dass man sich dem in gewissem Maße widersetzen kann. Suchen Sie eine selbsterklärende Software, dann brauchen Sie kein Training oder Sie können so ein Standardtraining nehmen. So, vielleicht gibt es auch ein schönes YouTube-Video oder sowas. Lassen Sie den Leuten die Transferleistung, wie das bei Ihnen genau funktioniert. Machen Sie, ja, das können die sich selbst rausfinden. Die sind alle fit. Die kriegen die Funktionen erläutert, dann muss klar sein, wie man es nutzt. Machen Sie erst die Auswahl, machen Sie dann die Einführung und dann ist auch gut. Es war anstrengend. Also, ja, wunderbar. Und akzeptieren Sie Unverbindlichkeit bei allen, auch bei Führungskräften. Wenn
wenn der Herr Meier weiter seine Excel-Liste akzeptiert im Gespräch, wunderbar. Das fördert die Akzeptanz der Software ungemein. Wenn ich sage, ja, wenn du den Projektplan nicht gepflegt hast, dann schreib mir das eben kurz per E-Mail. Okay, ich will nicht nur negativ gucken, wir gucken auch ein bisschen auf das sonnigere Wetter und auf die Frage, wie finden wir auch ein bisschen Aufwind für unsere Software. Auch das vielleicht nochmal zum Abschluss nach vorne geguckt. Und das soll jetzt nicht nur die Negation sein, teilweise ist sie das natürlich, aber teilweise gibt es auch ein paar andere Aspekte. Beginnen Sie die Einführung ab der Auswahl, auch gedanklich. Also der erste Schritt in Ihrer Auswahl ist schon die Einführung. Da sind die Leute mit an Bord, da fängt man an, in die Richtung zu denken. Man guckt auf Fachanforderungen, auf den Nutzen und nicht unbedingt auf Features. Eigentlich ist es nicht wichtig, ob es ein Taskboard gibt. Sie wollen damit irgendwas erreichen. Wahrscheinlich ist das Taskboard das richtige Mittel, kann sein. Aber fangen Sie mit dem Nutzen an. Ganz oft kommt sowas, ja, und der kritische Pfad muss angezeigt werden. Und dann kann man fragen, warum? Ja, was ist das Problem dahinter? Fragen Sie nicht zu oft, warum. Nach dem dritten Warum fangen die Leute manchmal an zu weinen, dann kommt die Familiengeschichte. Zeichnen Sie früh ein klares Bild der Zukunft. Wir haben es jetzt just in einem Projekt gemacht, dass wir wirklich mal das Projekt in Gedanken mit Bleistift und Papier, hätte ich fast gesagt, also mit den digitalen Äquivalenten durchgegangen sind und überlegt haben, wo planen wir die Kosten, wie geht das ins ERP, wo wird es budgetiert, wie geht das zurück, auf welcher Granularitätsebene machen wir das. Sie vermeiden den Scheinkonsens, Sie vermeiden eben dieses Ungefähre und man macht sich klar, was man sich einhandelt. Oh, wenn wir das machen wollen, oha. Das heißt aber auch für den gesamten Rechnungseingangsprozess, dass wir da sehr genau gucken müssen. Wir müssen eigentlich schon Bestellpositionen auf Projektteilpositionen, auf Projektstrukturelemente buchen. Ja, das belastet Leute. Suchen Sie Widerstände frühzeitig und bewusst. Also laufen Sie nicht weg, sondern gehen Sie die ein, weil also ich scheitere gern so früh wie möglich. Also ich scheitere nicht gern, aber wenn ich scheitern muss, dann scheitere ich gern so früh wie möglich. Nichts ist ärgerlich, als am Ende eines Projekts festzustellen, buff, das war nichts. Wenn Sie in der Planungsphase scheitern, dann können Sie Ihren Plan ändern. Wenn Sie das Objekt hier stehen haben und stellen fest, hätte 8 Meter weiter links stehen müssen, das ist schlecht. Ja? Strukturiert auswählen bei gemäßigtem Tempo. Das soll nicht heißen, lassen Sie sich ewig Zeit, aber nehmen Sie sich die Zeit an den Stellen, wo es nötig ist. Machen Sie Präsentationen, geben Sie klar vor, was Sie sehen wollen. Ob das jetzt intern die IT ist, die Ihnen das zeigt, ob das die Anbieter sind. Und testen Sie, testen Sie, testen Sie. Machen Sie sich Testszenarien, überlegen Sie sich vorher, was Sie wollen, klicken Sie nicht nur rum, lassen Sie sich nicht von hübschen Bildern überzeugen. Sie haben ja ab der Auswahl Ihrer Einführung begonnen mit Fachanforderungen. Schauen Sie sich an, wie Sie die umsetzen können. Und das kann eben auch, das geht genauso, wenn Sie auf der 365 oder Microsoft-Umgebung arbeiten, weil dann müssen Sie irgendwann entwickeln, designen. Und das ist eben nicht der Citizen Developer, der schnell was zusammenklickt. Das kann beim Rapid Prototyping total hilfreich sein. Aber ich brauche ja auch als Citizen Developer eine Vorstellung, wo soll das mal hingehen und was kommt hinter der nächsten Ecke, um nicht irgendwie Sackgassen zu bauen. Ein bisschen über den Tellerrand gucken. Wählen Sie geeignete Pilotprojekte und sehen Sie Feedback-Schleifen vor und das kostet wieder Zeit. Also geeignete Pilotprojekte, da sind Leute drin, die offen sind. Die sind anspruchsvoll, aber nicht so anspruchsvoll, dass alle Land unter haben und sich nicht eine Sekunde um irgendwas kümmern können. Ja, sondern die müssen auch mal Zeit haben, die Kinken und Macken, die sie immer in einer neuen Lösung haben, ob jetzt selbst Citizen Developed oder ob vom Hersteller gecustomized, die gibt es immer. Da sind immer, wie beim Stanzen, Grate drin, wo man sich verletzt. Die werden dann nachher rund geschliffen, nachdem der erste Mal einen blutigen Finger hatte. Am besten kontrolliert man auch vorher Tests, Stichwort Tests, dann gibt es gar nicht mehr so viele Stellen. Starten Sie mit Bewährtem und bauen Sie langsam aus. Und das ist natürlich eine Stärke, die Sie mit der 365-Plattform durchaus haben. Nehmen Sie Organisation und Team mit und das heißt, zum Beispiel Training so zu machen, dass man sagt, was machen wir hier eigentlich mit Hilfe des Tools? Es ist nicht, jetzt kommt das neue Tool und das sind die Bubbles. Und das ist, glaube ich, nochmal entscheidend, schaffen Sie eine Infrastruktur. Ich habe hier PMO geschrieben, aber das betrifft andere Bereiche. Das kann das Controlling, das Projektcontrolling betreffen. Schaffen Sie auch Personal, damit Sie nach der Implementierung dranbleiben können. Ich weiß gar nicht, wie viele Projekte ich leider gesehen habe, wo nach der Implementierung dann irgendwie erledigt so eine Stimmung kam und dann lief die Software so und dann war auch gut. Im PMO hat man jemanden, der da irgendwie zuständig ist, aber denen fehlt die Zeit, regelmäßig ein Roundtable zu machen mit allen oder mit einer Arbeitsgruppe mal zu gucken, also auch mit Anwendern und Anwenderinnen zu schauen, was haben wir hier eigentlich für Probleme, was läuft gerade nicht gut, was könnten wir noch, also permanente Verbesserung. Dafür braucht es eine Stelle und das kann man hier oben
bei der Auswahl schon anfangen zu adressieren, weil das dauert meist lange, bis das Tool da ist. Da kann man glücklich sein, wenn man jemanden hat. Gut, letzter Punkt dazu, die Essenz. Wenn Sie 3 Dinge mitnehmen und dann vielleicht die in puncto Microsoft-Positionierung. Einmal der Markt. Es gibt viele integrationsoffene Lösungen. Monolithisch heißt nicht, da geht rundherum nichts dran, da geht eine Menge dran. Aber im Kern, wenn es um die Projektmanagement, Projektportfolio-Management-Aufgaben geht, dann sind die integriert. Flexibel integriert heißt, Sie können sie parametrisieren, Sie können sie manchmal mit kleineren Customizings ergänzen. Microsoft, PPM, das Produkt, glaube ich, so alleine existiert nicht, aber das Line-up, das da so da ist, hat wenig PM-Know-how, eignet sich besonders für oder bringt wenig PM-Know-how mit, lassen Sie mich das noch kurz umformulieren, ist besonders geeignet für den stufenweisen Ausbau und vor allen Dingen natürlich dann, wenn Sie sich strategisch auch auf die anderen Microsoft-Produkte fokussieren, weil dann ist die Integration schon beeindruckend. Sie können auch andere Lösungen damit integrieren, aber es ist nicht so, dass die alle schon diese Konnektoren hätten. Das kommt auch so ein bisschen vielleicht als Trend. Bisher geht das so ein bisschen in Integromat, heißt jetzt Make oder Zapier und so. Das kommt manchmal so ein bisschen. Und ich denke, da wird auch bei den Softwareherstellern, den anderen, die Microsoft-Konnektoren in diese Power-App-Welt oder Power-Plattform sicherlich zunehmen. Und gönnen Sie sich einen soliden Anforderungsprozess, selbst wenn Sie heute schon wissen, was für ein Tool Sie nehmen wollen, weil es geht eigentlich nicht darum, dass Sie damit die Auswahl nur steuern. Sie schaffen damit Antworten für die Fragen, die Sie am Ende sowieso bekommen, wenn Sie anfangen, das umzusetzen. Vielen Dank. Das war es von meiner Seite erstmal für die Positionierung Microsoft 365 Power Plattform PPM im Softwaremarkt. Und ich denke, Sie werden die Umsetzung und dieses Einbringen von PM-Know-how in dieses Werkzeug, in dieses Werkzeugkasten dann in den folgenden Vorträgen auch ganz konkret erleben können. Vielen Dank. Ja. Online hat uns eine Frage zum Vortrag erreicht. Und zwar haben Sie ja von Wegen gesprochen, wie man so eine Einführung scheitern oder gelingen lassen kann. Und da war eine Frage, wie Sie denn Erfolgschancen beurteilen, wenn man jetzt alle Nutzer, die die Software irgendwann mal nutzen sollen, auf einen Schlag in die neue Software reinholen. Ja. Klassische Beraterantwort, das kommt drauf an. Nein, wenn man das nicht muss, würde ich es nicht machen. Also diese Pilotprojekte haben ja den Charakter, dass man da durchaus ein, sage ich mal, testfreudiges Team hat. Ein Team, das auch sich bewusst ist, dass es jetzt noch so ein halbfertiges Produkt testet. Da hat jemand was entwickelt, ob Citizen Developer oder Profi, da hat man sich Gedanken gemacht und die Realität sieht dann doch ein bisschen anders aus. Ne? Kein Plan überlebt den ersten Kontakt mit dem Feind, man sagt das, glaube ich, Churchill oder Moltke nach, je nachdem, welches Buch man liest. Jedenfalls, das ist so, da muss man noch nachsteuern. Und wenn ich dann ein Team habe, das weiß, wir sind Pilotprojekt, da kann was nicht klappen und die sind auch eng betreut, dann insofern, als dass, wenn da Probleme auftauchen, dann ist da jemand, der daneben steht und der sagen kann, kümmere ich mich drum. Also ich muss da auch Kapazität haben. Dann kriege ich meistens die Akzeptanz ganz gut hin und verbessere das Produkt noch. Diese enge Betreuung ist schwierig, wenn ich mit ganz vielen Usern da drin bin, weil dann werde ich schnell überrannt, dann kriege ich zig Fragen und saufe ab zu gut Deutsch und ohne böse Absicht lasse ich die Leute hängen. Das ist einfach die Kapazität, kann ich in so einem Peak nicht schaffen. So, warum kann man das trotzdem machen? Ich würde es vielleicht dann machen, wenn es eben nicht anders geht. Also ich kann ja nicht immer beliebig die User mir auswählen, sondern das ist so ein wünschenswerter Zustand, aber beispielsweise die Situation, die wir jetzt in einem Projekt haben, da übernehmen wir Bestandsterminpläne. So, dann muss ich wohl oder übel, das erste Release heißt, wir machen die Terminplanung so, wie sie bisher ist, auch im neuen, dann muss ich alle, die da irgendwie Termine planen und machen und tun, mit reinnehmen. Kann vielleicht beim Ressourcenmanagement noch überlegen, weil das bisher nicht ausgeprägt war, das machen wir nicht. Aber dann muss ich das für alle tun. Sowas könnte ich mir auch vorstellen, wenn Sie sagen, naja, wir haben schon ein Bestandssystem und da wollen wir auch die Zeiterfassung jetzt irgendwie überführen. In dem Moment, wo Sie die Zeiterfassung einführen, werden Sie Big Bang-mäßig alle
Nutzer dann auch damit reinkriegen müssen ins System, sonst funktioniert das nicht. Aber normalerweise halten Sie es klein, halten Sie den Peak klein. Der große amerikanische Philosoph George W. Bush hat mal gesagt, chew before you swallow. Das ist so ein bisschen der Gedanke. Also erst nehmen Sie sich Zeit in Ruhe, das zu kauen, bevor Sie dann irgendwie doch einen zu großen Bissen versuchen runterzuwürgen im Sinne von Betreuung von Projektfragen. Die Fragen gehen ja meist am Anfang hoch und dann gehen die irgendwann runter. Und das sollte man sich zu Nutzen machen. Okay, vielen Dank. Dann, sonst gibt es vorerst keine Fragen hier im Raum, vielleicht noch jemand eine Frage? Ansonsten, Sie haben es schon gesagt, der nächste Programmpunkt wäre dann mal jetzt eine konkrete Spielart der Microsoft Power PPM, ja, Landschaft in Ausprägung zu sehen. Der Jakob und der Renke werden uns eine kleine Demo geben zu einem Tool namens Projektum Power PPM.